house. The plant's named Wilty. I got it from a friend a couple of months ago. Mildew, time to give the landlord another call. We have more important things to worry about. I have, in fact, already taken the liberty of sending a request to his office. And considering the broken window, broken sink, and the lingering sense of disrepair, I am not confident he has a history of following through. I would suggest confronting him in person, but I have run a mesh search, and the man is a convicted felon for assault and battery with a deadly weapon. Gibt's eigentlich irgendein Spiel oder Film, bei dem der Landlord nicht ein Verbrecher, Assi oder völlig geistig zurückgebliebener ist? Perhaps we should bring some sort of a bribe? I will continue to formulate a stratagem. The plant's named Wilty. How thoughtful of them! The Crassula ovata, also known as the jade plant, money tree, lucky tree, or friendship tree, is an excellent and easy to care for houseplant. Easy to care for, ja? They make beautiful bonsai, are suitable for beginners, and have some cultural significance both in the Far East and America as a token for good financial luck. Okay. Nix davon trifft auf mich zu. Most likely an urban legend, but still a nice gift. Okay, so what do you want me to do about the plants? I'd like your authorization to have a few tools shipped here. If I replant it into a more suitable pot with sandier soil, it should be thriving again soon. You just have to remember to water it less frequently. Considering the state of your apartment, I'd have figured you'd neglect it rather than drown it. Ironic, since it would be doing better if you had. Okay, viel Spaß damit. Excellent. The supply should be here soon. I Toll. ordered from a place close by to keep the shipping costs down. Oh, one other thing. Wie viel hat das gekostet? When I was doing the research on how to best take care of the Crassula ovata, I stumbled upon the persistent belief that talking to plants improves their health. There is scientific evidence that shows there may be something to the notion, but the methodology in the studies was a bit shaky, so it could all be rank superstition. Anyway, I'll have this plant flourishing in no time. If left in direct sunlight, the leaves gain a pretty red tinge to their edges, and it should start flowering in the autumn. It'll really pull the whole room together. Du meinst wie ein guter Teppich, ja? You know, once we get the sink fixed. Ja, genau, das wollte ich als nächstes ansprechen. Die Spüle? Oh, it's almost the time Hayden had scheduled to meet with Tomcat. Ah, ärgerlich, ja. Ärgerlich. Dann machen wir die Spüle beim nächsten Mal. We should make our way to Stardust soon. Your city map is updated with the location. Ja, alles klar. Ich habe schon fast drauf geklickt. Ich klickte. Ich habe soeben geklickt. Well, this looks like the place, assuming the flashing neon signs are telling the truth. From the sounds of the music, things are already underway at Stardust, even so early. Hopefully we can find Tomcat inside. And some answers. Okay. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. 2062 ZIS CR4 Coupe. Perfect for letting everyone know you spent a fortune of credits on a car. Der Geldbaum erinnert mich an den Geldbaum aus den Sims 2 Nerdplay-Familie. Ja, funktioniert ähnlich gut, ne? Plants, was gibt's denn hier für Plants? These planters are completely self-contained. Bacteria live in the base. They take oxygen and release CO2 while keeping the soil rich by breaking down decaying material shed by the plant. Ja, aber was für eine Pflanze ist es? Egal. Peer to the window, ja genau. You take a look inside the club. It's busy enough to feel like the place to be, but not so busy that you can't move. Aha. Stardust sein? Bouncer. Ja, dann, okay, wir brauchen eine gute Ausrede, um da reinzukommen.
Welcome to Stardust. Hi. Hold up there. Got ID? Natürlich. Hier, meine ID-Card. Gar kein Problem. Look at ID-Card. A small plastic ID-Card with your name, picture and stats. Okay, ja, ich weiß, was eine ID-Card ist. Ich wollte sie benutzen bei ihm. Alright, looks good to me. Hä? Darf ich schreien jetzt? Welcome to Stardust. Ja, ich weiß. Da waren wir schon. Tschüsschen. This is the place. Have you ever been here before? Ich bin Stammgast. Not my kind of place. This is my first time, but I don't think it will be my last. Who could stand the music? Ist doch super. The atmosphere is certainly exciting. I'm particularly impressed by some of the more subtle effects the music and lights are having on your autonomic nervous system. Try not to let yourself get too entranced, at least not until we've achieved our goal. Anyway, where do you think we should start? Am Anfang? In Zweifelsfall könnten wir ja mit dem Barmann reden. Let's check the bar. We try the dance floor. Good idea. Maybe the bartender can tell us where to find Tomcat. Natürlich kann er. Dafür sind Bartender da. Der Witz ist, ich habe ein Spiel gespielt, nicht allzu lange her, nennt sich Valhalla oder VA11H- Ach, keine Ahnung. Valhalla heißt was ein reines Visual Novel ist. Da ist quasi kaum Gameplay drin. Da spielt man einen Bartender. Und zwar nicht... Ich glaube, das Spiel hier heißt jetzt 2064 und das Bartender-Spiel spielt 2069. Was ich super witzig fand, dass ich 2 Spiele gekauft habe, die super nah beieinander spielen, dasselbe Szenario haben. Also nicht dasselbe Szenario, aber halt so ein bisschen die Welt ist sehr ähnlich. Und jetzt bin ich in der Bar und stehe quasi vor meiner selbst in dem anderen Spiel. Finde ich klasse. Übrigens, das andere Spiel, Valhalla oder VA11HL-H, bum, 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 irgendwas, kann ich echt empfehlen. Spielt das. Das ist toll. Das ist wirklich, wirklich toll. Ich würde es auch gerne nochmal zeigen, aber es ist, glaube ich, einfach zu viel Text für Stream. Kann ich mir vorstellen, weil da ist keine Sprachausgabe, da ist keine Handlung, oder doch, da ist eine Handlung, aber da ist kein Gameplay, keine großen Rätsel oder irgendwas. Ich glaube, das ist zu langweilig für Streams oder Videos. Aber zum selber Spielen ist es toll. Könnte dem Kleinen mal jemand sagen, dass er ein Klugsch... mag? ja, naja... Ich glaube, das weiß der, das ist ja das Schlimmste. So, okay. Wow. Hi, Bartender. Okay, kann ich mich hier umgucken? Movie Poster. Red World, an abstract indie flick premiering at the Castro Theater. Aha. Arcade Poster, das interessiert mich. A flyer for Zone 3, a new arcade that opens on Christmas. I've saved the location to my memory. Let's check it out after the investigation. Das ist ja cool. Okay, poster with a face on it. It's a poster ad for a new art exhibit at New Drive in the Fillmore District. Interessiert das jetzt nicht? Den Roboter ist doch Maler. Ne? Okay. Wenn er jetzt weiß, ist es wirklich noch schlimmer. Scrap Brain, a new single by Zezen, sponsored by Arena Box. Das klingt wie Loot Crate in der Zukunft. Zezen Poster. A poster for the band Zezen, one of the more popular live acts here in the city. Chair. Used chair. It's not even a spinny chair. It only looks like one. Wie, das heißt, man muss immer weg von der Bar sitzen? Das Ding zeigt doch zu mir. It's a chair. Okay, Bartender, der Zeitpunkt ist gekommen, warte mal. A gruff-looking man holds down the bar. He seems friendly enough, given his size. Morning, friend. What can I do for you? Oh, what are you buying? I was wondering if I could ask you a few questions. I'd like a drink, please. Man muss ja immer erstmal kaufen, Geld bezahlen und dann kann man. What are you having? What are you buying? Ein Beers Wintertini. Das gibt's nicht, sogar...
in dem anderen Spiel, in Valhalla, heißt das Ding irgendwie Bartini oder sowas. Und hier ist es ein Bier Wintertini. Den Svenska Björnstammen oder fucking I don't know. Oder mehr, was haben sie denn noch? Sour Appletini, Mo Sugar Rush. Sugar Rush ist auch ein Cocktail, der in dem Spiel ist. Duggies and Cream. Okay. Buzzer. 7 Minutes. Team F. Core Peel. Groggy Knock. Natasha Allegri. Fluffy Dream ist auch ein Cocktail von dem anderen Spiel. Rusty Nail. Hassy Spike. Wiener Juice. Gut Punch, auch ein Cocktail aus dem anderen Spiel. Bionic Femme. Garibaldi, Green Tea, Whiskey, Whiskey Rita, Beer, PT, Scotch, Drop-and-Roll, a Drinking Game. Moment, ist das ein Cocktail oder tatsächlich ein Drinking Game? Rusted Lace, Sunshine Cloud, ist glaube ich auch ein Cocktail aus dem anderen Spiel. Onyx Rum, Butch Flower, Maple You're Closer, Modest Connie, Ingredients and Rations, Ratios, Wolf Bite Shot, Ready Master, Tokyo Tea, Spicy Gentleman, Subtle Beach, Curl Royale, Netherworld, Power Play, Persian June, Air Drink, Antarctic Harvest, Tastes Like Orange. Tastes Like Orange ist ein super Cocktail. Egal was, aber nicht wieder Juice. Blue Boy, Clumsy, Belarusian, oh Gott, oh Gott. Zazarak, Michael Lada, Sober Chauffeur, Sickly Sky, Blue Fairy, auch ein Cocktail aus dem anderen Spiel. Canopy, Bears, Winter Teeny. Okay, da fängt es wieder von vorne an. Dann nehme ich den Svenska Björnstammen. So many drinks these days. Remind me, what's in there? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, dass du... Moment. Der Kunde... Der... Dictionary, the Open Alcoholopedia says... Subtle Bitch. The Open Alcoholopedia says, use pure vodka as a base, schon mal schlecht, ich mag keinen Wodka, and spice with the utmost layers of stems and roots of rare Swedish woody plants. Ich mag auch keine Wurzeln, Saftdinger. Does that sound good? Nee, überhaupt nicht, maybe something else. Man will sich ja... ne? Ich glaube, ich nehme Whisky. Ich habe das Gefühl, es ist alles besser, alles schlimmer als ein Whisky. So many drinks these days. Das ist nicht dein Ernst. Remind me, what's in there? Whisky. Dictionary, the Open Alcoholopedia says... Just Whisky. No ice, no mixer, straight. Danke. Does that sound good? Ja, äußerst. Alright, you got it. Coming right up. Whisky served. Okay. Now, what is it you need to know? Woher weiß er das? What could you tell me about more of yourself? Nee, interessiert mich. We're looking for Hayden Weber. Do you know him? We meet in Tomcat. You know where you are. Whisky geht immer. Exakt, außer er ist leer. Egal. I'm pretty sure Tomcat came in earlier, but I don't know where they went off to. I'd ask what you were meeting about, but I know they like to keep that kind of stuff quiet. Okay. Maybe try looking out on the dance floor. If they come around here, I'll tell them you're looking. Dance floor, alles klar. Okay, we're looking for Hayden Weber. Do you know him? Hayden, scientist guy, does some kind of computer research at Parallax. Pretty sure I know who you're talking about, but I don't think he's around here tonight. Our place doesn't really seem like his scene, but I think he comes in to scout young programming talent. Go figure. Okay. I can ask around, find out if anyone's seen him. I'll let you know. Dankeschön. Jetzt sag mir doch wenigstens seinen Namen, Junge. Oh, I should introduce myself. The name's Majid. Majid. I've been the bartender of Stardust for a few years now, but I've owned it a little longer than that. Okay, du bist Besitzer von Stardust und seit einigen Jahren Bartender und weißt nicht, was ein Whisky ist. So, what do you want to know? Wie zum Teufel du das überleben konntest. Not to be rude, but don't places like this come and go in a flash, but they say that Stardust is forever.
What did you do before Stardust? Holen wir das mal. That's true, and it was true about Stardust. The first 6 months were great, but after that, the interest dried up and the kids moved on to the next big thing. But I guess I'm just stubborn and kept throwing good money after bad. Ha! Ich glaube, ich hau mal gerade noch einen Tweet raus, dass ich immer noch am Streamen bin. Übrigens, weiß jemand von euch, ob Hering heute Abend streamt? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Nicht, dass ich den da irgendwie in die Karre fahre. Ja, meinst du wirklich, dass es irgendwann so weit kommt, dass man nicht weiß, dass in einem Whisky ist? Ich bezweifle ja, dass es so weit kommen wird. Aber wer weiß. Okay, Moment. Ich poste schnell. So, es ist postet. Ich weiß nur, dass er sonst noch wieder mit dir streamen wird. Ich bin mal gespannt, was wir streamen. Das wissen wir nämlich beide noch nicht. Okay. After 2 years in a remodel, things started to pick back up again. We slowly dug ourselves out of the debt hole. We got some regulars around. They started bringing in enough new folks, and it reached critical mass pretty quick. What did you do before Stardust? Mostly got myself into trouble. When I immigrated from Pakistan, I didn't have a whole lot of employable skills. But I'm real big, which was enough to get hired for some real dirty stuff. Bodyguard work. Truth be told, I hated the work. I didn't want to be a hired fist my whole life. Wanted something regular, peaceful. I had enough cash saved up to buy this place, which was a hole at the time. The rest is history. I'm sure it sounds more exciting than it was. Well, it was nice meeting you, but I gotta get back to work. I'll keep an eye out for Tomcat and send them your way if I see them. Good luck! See them? Okay. Enjoy yourself. And don't be a stranger. Alles klar, was ist das? Go right? Ach so, dann bin ich jetzt im Dancefloor, oder wie? Und das sind die Arcades. Und das ist meine Grenze. This is the barrier between the arcade and the VIP section. Apparently, being isolated far away from the bar, dance floor and video games makes you important somehow. Da hat er allerdings recht, ist wirklich ein bisschen doof. Mega Phobitor. It's an arcade cabinet. Mega Phobitor. Only the most ghost-shooting-ass, ghoul-blasting-ass fun you ever you have this side of the bay. Oh, übrigens, Arkando, wenn du das nächste Mal da bist, ich habe mittlerweile Typing of the Dead? Großartig. Scan your ID to play Mega Pro. Forbitor, okay. Begin oder Dream? Ne, Begin Dream, achso. Oh nein! Nein! Oh Gott, wer mein Snatcher-LP gesehen hat, weiß jetzt, was auf mich zukommen wird. Man hat hier 9 Felder und in diesen 9 Feldern kann man Gegner treffen und dann erscheinen die Gegner spontan in einem der Felder, man muss schneller hin und drauf und oh Gott, nein. Aber wenigstens kann ich diesmal mit der Maus spielen, das ist ein bisschen was anderes als damals mit dem Gamepad. Achso, okay. Ich weiß nicht, ob es hier auch Minuspunkte gibt, weil es... keine Ahnung. Bringen die auch Punkte? Ich weiß es nicht. Okay, das ist definitiv darauf ausgelegt, dass man mit der Maus spielt, weil das ist alles ein bisschen schneller hier. Ha! Ghostly! Shot in the head.
Das roch nach Finale. Okay, 33.300 Punkte. Typing of the Dead. Ich habe immer nur das House of the Dead Overkill auf der Wii U gespielt. Weißt du, was richtig traurig? Das Typing of the Dead, das alte, das Originale aus der Arcade, die PC-Version davon, ist eigentlich sau cool. Ich habe mir Typing of the Dead gekauft, die neue Version, die es für Steam gibt. Und die ist so eine Scheiße, denn es ist original House of the Dead Overkill, einfach nur mit Tastatur. Also bei Typing of the Dead hattest du ja wirklich, dann in den Cutscenes liefen die Leute mit Tastaturen rum und einer Dreamcast auf dem Rücken, was super lustig war. Das hier ist exakt dasselbe Spiel, einfach nur mit, dass du Buchstaben eingeben musst. Das ist so blöd gemacht, das ist super dämlich. Vor allem, du kannst teilweise die Items, die du findest bei Overkill, die darfst du gar nicht einsammeln. Weil du hast keine Maus, du kannst nicht schießen. Und es gibt keinen lokalen Multiplayer und ach Gott, das ist so viel, so ein Haufen Dünnschiss. Super mies gemacht. Wäre aber sicher witzig. Kann man das mit mehreren Tastaturen spielen? Nee, man muss es über LAN spielen. Aber mein Laptop, PC, fertig. Ghosts will think twice before messing with you again. Good thing too. Aber das Overkill kann man übrigens über Online zusammenspielen, über Steam. Aber wie gesagt, ich empfehle das keinen Menschen zu kaufen. Das ist so eine billige Nummer. Und es war ein Krampf, das Ding zum Laufen zu kriegen. Da war das alte Windows 98 Spiel einfacher. Arcade Punk. Tachchen. This punk doesn't look too into what they're playing. Hands off the joystick buzzer. Ah! Hi. Have you checked out Mega Profiter? Ja, ich bin Highscore-Mann. Heard the machine was donated to Stardust recently, but it's been having problems since it got here. Warum? Hi, something doesn't seem right once you get to the boss, you know? War ich zu schlecht und kam deswegen nicht zum Boss? Das hier sieht übrigens aus wie ein wie ein Twitch-Symbol. Ist echt schade, wenn die Selbstironie fehlt und dann der schwache Umsetzung durchgezogen wurde. Ja, eben, das ist so. Vor allem, wenn man es beim ersten Mal so gut gemacht hat, hat man sich sehr einfach gemacht. Ich meine, es funktioniert, ist das, was es ist, ja immer noch sehr gut, aber trotzdem ist es dann irgendwie ein bisschen langweilig gemacht. Okay, probieren wir unser Glück nochmal und schauen, ob wir bis zum Boss kommen. $33.000 gibt's zu überbieten. Kosten Fehlschüsse Punkte? Nein. Fehlschüsse kosten keine Punkte. Ach so. Dann kann man hier die ganze Zeit durch... Ah, nee, man hat Charge. Okay, nee, ich vergaß. Ja. Okay. Ich habe gerade meine Punktzahl verdoppelt und da ist der Boss. Ich habe keine Charge mehr. Shit. Wow, okay, ich weiß, was Sie meinen mit irgendwas doesn't seem to be right. Ah! Fuck! Still though, not a terrible showing for a human without implants. Ah, dann kriege ich gar keine Punkte. Okay, interessant. Ja, reicht mir jetzt für gerade, aber ich glaube, damit kann man noch irgendwie... Wahrscheinlich gibt es nur ein Achievement oder so. Wer weiß. So, Red Dancer, Dancer oder... Wer auch immer, mysteriöse Frau mit... Fuchsohren. They look really hyped. Hype Dancer. Alright, let's dance it. Let's. But first, have you heard of anyone named Tomcat? Oh, Tomcat. Yeah, I think I was dancing with that person a bit ago. No idea where they are now. Try checking the bar. They've got some wicked drinks, by the way. Ich weiß. They're really into dancing right now. Red Dancer. Hey, what's up? Having a good time? Yeah, I was wondering if you know anybody named Tomcat. Nah, sorry, never heard of them.
You should check the arcade. Habe ich auch schon gemacht. Das ist ein Tisch, den brauchen wir jetzt nicht angucken. Dancers on the floor brauche ich auch nicht. Da. So, du. Yes. Furries werden auch bedient. Ja. Can I help you out? Ja, are you Tomcat? I'm looking for someone named Tomcat. Do you know where they are? Huh? Tomcat is... Oh, wait, I get it. You headed right up to the chick with the ears, because of course she'd be the one with the cat name. Ja, das war genau meine... Ja. Mhm. Unbelievable. Find them yourself, jerk. Ja, ist das nicht eine gute Ausrede? I already asked everyone else. Fine. But you didn't think of how that would sound? Nee. Look, I'm cruising for cuties right now, and cat jokes are the biggest turnoff. Okay. I don't know where Tomcat is, so look for them elsewhere. And one more thing. Don't expect others to be so kind, or even me most times. Ehrlich gesagt, warst du ein Arschloch bisher und alle anderen waren freundlicher als du. You want to talk about the hybrid thing? Cool. No one's trying to hide it, and you won't have an easy time avoiding it at this club. But jokes, puns, and worse, assumptions, that will get you blacklisted fast. We don't all have the energy to handhold genotypical people who can't spare 10 seconds to pull out their ROM and look things up. Okay. You Aber try to pet me, your arm is coming off. ich hatte nie vor, dass... ja, absolut. Sorry, did you say genotypical? Yeah, as in not a hybrid like me. Now then, I'm not here to educate you, and I do have a life to return to. Gut, ich auch. Yeah, alright, whatever. Just get moving. Oh! Hi there. I heard you were looking for me. Oh nein, du bist Tomcat? Yours truly, though. Hey! Although, while I like the attention, it'd be just grand if you didn't holler for me so loudly. I do my share of flirting with both sides of the law. Wouldn't want little old me to get in trouble, huh? So, to what do I owe the pleasure? A friend of mine, Hayden, has gone missing. We found a note saying he was going to meet you. Hayden's missing. Well, it's one way to sour my night. I already saw you got his little ROM with you, so I'll give you the benefit of the doubt for now. You know about me? Hayden never mentioned your involvement. Well, sure thing, hon. I helped reprogram the back end on your OS so the AI code Hayden wrote for you would work properly with the mesh network. Ich weiß nicht, ob es am texanischen Akzent liegt, aber ich habe kein Wort verstanden. Was? I have a distressing lack of information on my own creation. Hayden never saw fit to inform me on what went into designing my programming. Is there anything else you can tell me? Not much more on that end. I'm a crack shot at making the Lips OS dance to my tune, but Hayden's coding in your AI core is a whole different can of worms. Way out of my league. Sorry, doll. Anything else I can help with? How did you know Hayden? Why was the ROM giving me such a hard time? Das ist eine gute Frage. Oh, don't you worry about Jess, none. Jess heißt also. She just don't have a lot of patience when talking to genotypical folks like us. Ich verstehe mal, fuck. She's had to deal with an awful lot of pricks. Because, well... Ja, sprich in Sätzen, Frau. She's a hybrid because people are assholes, because she's a caustic jerk. No, that ain't why. Come on.
Ich finde schon. Did you even look at her? You know how most folks are about hybrids. Nee, ich bin doch nicht so lange in der Welt. You don't seem to be too well versed in hybrid issues. Nah, I'd leave her alone if I were you. She's sharp enough on her own, but she's got friends in low places. Well, she does owe me a favor, or 3, but I ain't sure I want to waste one on pulling your foot out of your own rear, you hear? Hayden and I met not long after my blackout expired, when he recruited me for my expertise in lips. It puzzled me at the time, since he's very sharp himself. I mean, he could have done the job blindfolded and boozy. I think he just wanted someone working on it off the books. He ain't the most straightforward kind of man. What was Hayden working on? My computer runs on Lips OS. I don't know. I didn't know ROMs did too. Do you know why he may have gone missing? Mostly that little bite you got there. Well, I'm sure he had his fingers in lots of pies, but Turn is all I knew about. Ooh, it's a powerful OS. And it's since been adapted to run on ROMs after they figured out how much more efficient it is. It's focused on learning algorithms, so it can tailor itself to each user's habits. And it functions through using a distributed mesh network for non-essential public files. That's just a fancy way of saying all ROMs connect to all other ROMs, within range, and they share all files the user hasn't tagged as private. Ich glaube, ich muss mit meinem kleinen Roboter noch mal ein Wörtchen reden über meine ganzen Dateien. It's handy in dense population areas like NeoFF, since it can bypass regular telecom nodes to access the internet. Das heißt, die ganze Zeit, in der ich durch die Stadt laufe, habe ich meine Daten durch die Gegend geschleudert.